Andi und ich starten gemeinsam in Les Souches. An Tag 10 wird aber nur einer von uns beiden durch dieses Tor laufen. Und das ist unsere Geschichte. Close your eyes, hear the voice within, calling this heavy load, got under your skin. Morgen hier am Tag 4 vom Tour du Mont Blanc. Und leider beginnt genau damit unsere Geschichte. Zurück in Deutschland habe ich bei der Sichtung des Videomaterials feststellen müssen, dass es auf der GoPro einen SD-Kartenfehler gab. Die gesamten Videoaufnahmen der ersten 3 Tage waren und sind damit komplett verloren. Und glaubt mir, ich habe alles versucht, die Daten zu retten. Leider waren sie schon von den Aufnahmen ab Tag 4 überschrieben. Ihr könnt euch vielleicht vorstellen, wie schlecht meine Laune in dem Moment war. Was noch bleibt, sind die Aufnahmen der Drohne, einige Fotos, ein paar Videoclips mit dem Handy und meine Erinnerung an die ersten 3 Tage. Und das möchte ich jetzt mit euch teilen. Bei der Anreise nach Chamonix hatten wir hier den ersten Blick auf den Mont Blanc. Moments pass, make this one count. Am ersten Tag unserer Wanderung sind wir von Chamonix bis Les Souches an den Startpunkt gefahren und von dort aus sind wir in Richtung Les Contamines losgelaufen. Well, there ain't much time left to figure things out. Deep underneath all the laser, you're down. Bereits am ersten Tag mussten wir 1000 Höhenmeter überwinden. Es war extremst warm und Andi und ich haben an diesem Tag 10 Liter Wasser getrunken. Breathe out. Hey, come alive. Breathe in, breathe out. Look at the colors around. Falls ihr Fragen zu unserer Ausrüstung habt, schreibt mir das gerne in die Kommentare. Ich werde auf jeden Fall noch ein separates Video hochladen, in dem Andi und ich unsere Ausrüstung vorstellen. Nach gut 7 Stunden, 20 Kilometern, 1000 Höhenmeter im Aufstieg und 850 Höhenmetern im Abstieg sind wir auf dem Campingplatz in der Nähe von Les Contamines angekommen. Und jetzt gehen wir erstmal ins Bett und schlafen und an Tag 2 geht's weiter. You got the white knuckles. Tag 2. Wir wandern bis nach Chapieux, 18 Kilometer, 1200 Meter hoch, 950 runter. Gebraucht haben wir dafür knapp 9 Stunden. An Tag 2 mussten wir unser erstes, aber auch einziges Schneefeld queren. Das Schneefeld liegt etwa auf 2000 Meter Höhe und die Auswirkungen der dünneren Luft haben wir bereits hier gemerkt. Wir waren einfach deutlich schneller außer Atem. Mit dem Bus ging es von Les Chapieux erstmal die Straße bis nach Les Motettes hoch und von dort starten wir unseren Tag 3. Viel mehr möchte ich zu diesem Tag vorerst nicht sagen. Genießt erstmal die Musik und die Bilder. Grüße euch hier von der Tour du Mont Blanc. Es ist der 3. Tag. Der 2. Tag gestern war richtig anstrengend. Ich stehe hier auf 2500 Meter. Da hinten
komme ich gerade her, das ist noch Frankreich. Und jetzt drehe ich mich einmal rum. Da hinten gehe ich hin. Da oben, ich hoffe, man erkennt es auf dem Bild, das ist der Mont Blanc. Zwar, wie viel hat der? 4.808 Meter hoch. Und ja, wir müssen jetzt heute noch in das Tal runtersteigen. Ich hoffe, ihr seid nicht allzu gestresst. Mir geht es hier oben richtig gut, trotz der Anstrengung. Heute waren es nur 700 Meter Aufstieg. Gestern sind wir über 1200 Meter hoch, 900 Meter runter. Und es kommen noch mal so ein paar Touren. Und hiermit endet der erste Teil unserer Geschichte. Bevor wir aber ganz zum Ende kommen, ist es Zeit für ein bisschen Real Talk. Die letzten 3 Tage waren für mich sehr anstrengend. Besonders die dauerhafte Sonneneinstrahlung im oft ausgesetzten Gelände machten mir trotz Sonnencreme, Hut und Langarm-Shirt echt zu schaffen. Am Ende von Tag 3 ging es mir richtig schlecht. Wenn ich die Augen geschlossen habe, hat sich bei mir alles gedreht. In meinem Kopf waren dazu viele Gedanken. Werde ich die Tour beenden können? Bekomme ich vielleicht einen Sonnenstich und muss deswegen abbrechen? Fuck. Mit diesen Gedanken musste ich mich auseinandersetzen. Andi hingegen ging es relativ gut und er hat die ersten 3 Tage gut weggesteckt. Wie es weitergeht, was an Tag 4 passiert und warum Andi an diesem Tag das Filmen übernimmt, erfahrt ihr im nächsten Teil.